Sexueller Missbrauch. Was passiert, wenn ich Anzeige erstatte? Die Strafanzeige. Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Kind sexuell missbraucht wird, können Sie sich an die Polizei wenden. Am besten direkt an ein Fachkommissariat für Sexualstraftaten. Bei der Anzeige werden Sie nach Ihren vollständigen Personalien gefragt. Wenn Sie Ihre Adresse nicht angeben möchten, weil Sie befürchten, dadurch in Gefahr zu geraten, sollten Sie dies der Polizei sagen, damit im Falle einer Gefährdung unter Umständen Ihre Adresse oder sogar Ihr Name geschwärzt werden kann. Sie können auch anonym Anzeige erstatten. Allerdings reicht eine solche Anzeige meistens nicht aus, um Tatverdächtige zu überführen. Das Ermittlungsverfahren. Kommt die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen, führt sie weitere Ermittlungen durch. Auch dann, wenn Sie sich später entscheiden sollten, Ihre Anzeige zurückzunehmen. Sieht die Staatsanwaltschaft keine konkreten Anhaltspunkte, stellt sie das Verfahren ein. Während des Ermittlungsverfahrens versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Dafür werden Zeuginnen und Zeugen vernommen, Spuren und Beweismittel gesichert. Möglicherweise wird auch die Wohnung der oder des Beschuldigten durchsucht. Das Kind, um das es geht, wird befragt, ebenso der oder die Beschuldigte. Auch sie werden vermutlich noch einmal befragt. Wenn sie sich an Einzelheiten nicht mehr genau erinnern oder sich unsicher sind, ist das kein Problem. Wichtig ist jedoch, dass sie dies der Polizei mitteilen. Handelt es sich bei der beschuldigten Person um eine Angehörige oder einen Angehörigen oder würden sie sich selbst belasten, müssen sie die Fragen nicht beantworten. Am Ende des Ermittlungsverfahrens. Zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob sie den Fall vor Gericht bringt oder das Verfahren einstellt. Gründe dafür können sein, dass aus Mangel an Beweisen eine Anklageerhebung aussichtslos erscheint oder sich herausgestellt hat, dass der oder die Beschuldigte unschuldig ist. Eine Einstellung hat häufig also nichts damit zu tun, dass die Staatsanwaltschaft ihren Angaben oder denen des betroffenen Kindes nicht glaubt. Auch wenn sich ihr Verdacht später als falsch herausstellen sollte, müssen sie kein schlechtes Gewissen haben, dass womöglich unnötig ermittelt wurde. Wichtig ist, wenn Sie sich Sorgen um ein Kind machen, ist es richtig, diese auch mitzuteilen. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie eine Anzeige erstatten sollten, informieren Sie sich zuerst bei einer Fachberatungsstelle oder beim Hilfetelefon Sexueller Missbrauch. Hier erfahren Sie Ihre Möglichkeiten und die richtigen Schritte. Eine Beratung ist übrigens auch anonym möglich.